Wird künstliche Intelligenz, kurz KI, unsere Zukunft gestalten und uns helfen, oder wird sie uns am Ende ersetzen und zur Bedrohung? Diese Frage beschäftigt immer mehr Menschen weltweit. Ist KI primär ein mächtiges Werkzeug für beispiellosen Fortschritt in Wissenschaft und Gesellschaft, oder birgt sie unkontrollierbare Gefahren, die wir noch nicht vollständig verstehen? Die Debatte ist intensiv und vielschichtig. Ziel dieses Videos ist es, die realen Gefahren und potenziellen Risiken von KI objektiv zu beleuchten. Wir wollen verstehen, wo die Sorgen begründet sind und wo vielleicht Übertreibungen liegen. Dazu werden wir konkrete Beispiele für Risiken und Chancen betrachten. Wir untersuchen, wie KI bereits heute unser Leben beeinflusst und welche Entwicklungen uns in Zukunft erwarten könnten. Die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen wächst in einem atemberaubenden Tempo. Was gestern noch Science-Fiction schien, ist heute Realität oder steht kurz davor. Moderne KIs können komplexe Texte verfassen, Bilder und Muster mit hoher Präzision erkennen, eigenständig Entscheidungen treffen und sogar kreative Inhalte generieren. Ihre Fähigkeiten entwickeln sich exponentiell. Diese rasante Entwicklung führt zu einer Kontroverse. Während die einen die enormen Möglichkeiten feiern, warnen andere eindringlich vor einem möglichen Kontrollverlust. Die Meinungen gehen weit auseinander. Prominente Persönlichkeiten aus Technologie und Wissenschaft haben sich besorgt geäußert. Dazu gehören der Tech-Visionär Elon Musk und der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking. Hawking warnte einst, dass die Entwicklung einer vollwertigen künstlichen Intelligenz das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Er betonte, dies gelte insbesondere dann, wenn wir den Umgang mit dieser Technologie nicht meistern. Doch warum genau wird KI von einigen als so gefährlich eingestuft? Welche konkreten Risiken sehen Experten und Kritiker auf uns zukommen? Ein zentrales Risiko ist der potenzielle Jobverlust durch Automatisierung. KI-Systeme und Robotik können menschliche Arbeitskräfte in vielen Bereichen ersetzen. Experten schätzen, dass Millionen von Arbeitsplätzen weltweit durch Automatisierung wegfallen könnten. Dies betrifft nicht nur einfache manuelle Tätigkeiten, sondern zunehmend auch Wissensarbeiter. Besonders gefährdet sind Bereiche wie Verwaltung, Kundenservice, Dateneingabe und sogar Teile kreativer Berufe. Routineaufgaben können effizienter von Maschinen erledigt werden. Die große Herausforderung besteht darin, dass nicht jeder Mensch die Möglichkeit oder den Wunsch hat, sich beruflich neu zu orientieren. Dies könnte zu sozialer Ungleichheit und Verwerfungen führen. Ein weiteres erhebliches Risiko ist die Desinformation durch KI-generierte Inhalte. KI kann täuschend echte Fake News, Deepfakes oder gefälschte Stimmen erzeugen. Diese Technologien ermöglichen die Manipulation der Realität in einem bisher ungekannten Ausmaß. Es wird immer schwieriger, echte von gefälschten Informationen zu unterscheiden. Die massenhafte Verbreitung von Desinformation untergräbt das Vertrauen in Medien, Institutionen und letztlich in die gesamte Informationsgrundlage unserer Gesellschaft. Dies gefährdet demokratische Prozesse. Ein drittes Risiko ist der Kontrollverlust bei autonomen Systemen. Wenn KI-Systeme eigenständig Entscheidungen treffen, besteht die Gefahr fataler Fehlentscheidungen mit schwerwiegenden Folgen. Dies gilt insbesondere für Anwendungsbereiche mit hohem Risiko. Dazu gehören autonome Waffensysteme, die ohne menschliches Eingreifen Ziele auswählen und angreifen könnten. Auch in komplexen Finanznetzwerken könnten unkontrollierte KI-Entscheidungen zu globalen Wirtschaftskrisen führen. Die Vernetzung erhöht die potenziellen Auswirkungen. Im Bereich des autonomen Verkehrs könnten Fehlfunktionen oder unvorhergesehene Situationen zu schweren Unfällen führen. Die Verantwortung ist hier oft unklar. Ein viertes Risiko ist die Machtkonzentration bei wenigen Unternehmen. Die Entwicklung und der Betrieb fortschrittlicher KI-Technologien erfordern enorme Ressourcen. Dies führt dazu, dass nur wenige global agierende Technologiekonzerne die Kontrolle über die leistungsfähigsten KI-Systeme besitzen. Diese Konzentration birgt Gefahren. Sie ermöglicht eine immense Konzentration von Macht und Einfluss in den Händen weniger Akteure. Diese Unternehmen könnten eine dominante Stellung in vielen Lebensbereichen erlangen.
Diese Dominanz erstreckt sich über die Kontrolle riesiger Datenmengen, die für das Training von KI unerlässlich sind. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Sie betrifft auch die Kontrolle über Kommunikationsplattformen und Informationsflüsse. Wer die Algorithmen kontrolliert, beeinflusst, was Menschen sehen und hören. Letztlich kann dies zur Dominanz über Meinungen und zur Beeinflussung gesellschaftlicher Diskurse führen. Die Gefahr der Zensur oder Manipulation wächst. Ein fünftes, oft unterschätztes Risiko ist der Verlust von Menschlichkeit. KI kann menschliche Interaktionen simulieren und sogar Emotionen nachahmen, ohne sie wirklich zu fühlen. Dies könnte langfristig das Vertrauen in menschliche Interaktionen untergraben. Wenn wir nicht mehr sicher sind, ob wir mit einem Menschen oder einer Maschine sprechen, verändert sich unser soziales Gefüge. Die Gefahr besteht, dass menschliche Beziehungen durch oberflächliche oder simulierte Interaktionen ersetzt werden. Dies könnte zu Vereinsamung und Entfremdung führen. Trotz der Risiken bietet KI auch enorme Chancen, die das Potenzial haben, die Menschheit positiv zu verändern. Es ist wichtig, diese Potenziale ebenfalls zu sehen. In der Medizin ermöglicht KI bereits heute Durchbrüche. Sie kann beispielsweise bei der Früherkennung von Krankheiten wie Krebs helfen, indem sie Muster in medizinischen Bildern erkennt, die für das menschliche Auge schwer sichtbar sind. KI kann auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie hilft dabei, Energieverbräuche zu optimieren, intelligente Stromnetze zu steuern und den Einsatz erneuerbarer Energien effizienter zu gestalten. Auch im Umweltschutz kann KI nützlich sein. Sie kann helfen, Umweltverschmutzung zu überwachen, natürliche Ressourcen besser zu verwalten und Strategien zum Schutz bedrohter Arten zu entwickeln. Im Bildungsbereich ermöglicht KI eine Individualisierung des Lernens. Lernplattformen können sich an das Lerntempo und die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers anpassen. KI kann auch die menschliche Kreativität anstoßen und erweitern. Sie kann als Werkzeug dienen, um neue Ideen zu generieren oder bestehende Konzepte zu verfeinern. Sie kann bei der Erschaffung von Designs in Architektur, Mode oder Produktdesign unterstützen. KI-Tools können Entwurfsprozesse beschleunigen und neue ästhetische Möglichkeiten eröffnen. Ebenso kann KI bei der Generierung von Musik, Texten oder Kunstwerken helfen. Sie wird zu einem Kollaborateur für Künstler und Kreative. Angesichts der enormen Potenziale und der gleichzeitig bestehenden Risiken ist die entscheidende Frage nicht mehr, ob wir KI nutzen werden, sondern wie wir sie nutzen. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang. Ethiker, Forscher und politische Entscheidungsträger fordern weltweit Maßnahmen, um die Entwicklung und den Einsatz von KI in sichere Bahnen zu lenken. Es braucht klare Leitplanken. Eine zentrale Forderung ist die Notwendigkeit von Transparenz. Es muss verständlich sein, wie KI-Systeme zu ihren Entscheidungen gelangen, insbesondere in kritischen Anwendungen. Das sogenannte Blackbox-Problem, bei dem die Funktionsweise komplexer neuronaler Netze undurchsichtig ist, muss angegangen werden. Wir brauchen erklärbare KI. Ebenso wichtig ist die Notwendigkeit von Regulierung. Wie jede mächtige Technologie, von der Kernenergie bis zur Gentechnik, benötigt auch KI klare Regeln für ihre Entwicklung und Anwendung. Diese Regeln müssen sicherstellen, dass KI im Einklang mit menschlichen Werten und Rechten eingesetzt wird. Sie sollen Missbrauch verhindern und Sicherheit gewährleisten. KI sollte wie jede potenziell disruptive Technologie behandelt werden. Es braucht internationale Abkommen und nationale Gesetze, um einen Wildwuchs zu verhindern. Eine weitere wichtige Forderung ist ein menschzentriertes Design. KI-Systeme sollten primär entwickelt werden, um den Menschen in seinen Fähigkeiten zu unterstützen und zu erweitern. Das Ziel sollte sein, KI als Werkzeug zur Verbesserung menschlicher Arbeit und menschlichen Lebens zu sehen. Sie soll uns assistieren und nicht ersetzen. KI soll den Menschen nicht in seiner Autonomie oder Würde ersetzen. Der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben und die letztendliche Kontrolle behalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, künstliche Intelligenz ist weder von Natur aus gut noch böse. Sie ist eine Technologie, ein mächtiges Werkzeug. Wie jedes Werkzeug kann sie für konstruktive oder destruktive Zwecke eingesetzt werden. Es liegt in unserer Hand, wie wir sie formen
und Nutzen. KI ist ein Werkzeug, das gestaltet und verantwortungsvoll eingesetzt werden muss. Ihre Entwicklung erfordert ethische Überlegungen und gesellschaftliche Debatten. Unser Ziel muss es sein, die enormen Chancen, die KI bietet, bestmöglich zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir die identifizierten Risiken proaktiv minimieren. Nur durch einen bewussten, transparenten und regulierten Umgang können wir sicherstellen, dass KI zu einer positiven Zukunft der Menschheit beiträgt. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung. Abonniere Next Level KI, wenn du mehr über diese Technologie wissen willst und verstehen willst, wie wir sie richtig einsetzen.